Im Jahr 2023 öffneten Genetiker ein etruskisches Grab, das seit 2700 Jahren versiegelt war. Dort, wo sie in den Notion fanden, passte zu keinem bekannten Volk Europas. Die genetische Spur hat so eine. Sie versichern da in keinem inzigen Geschichtsbadjahr hätte Wort. Die Etrusker galten jahrhundertelang als das größte die Zell der antiken Welt. Ein hochentwickelt Kultur die. Scheinbar aus dem nichts in Italien auf Deutsch, an genosso plötzlich verschwand. In diesem Video analysieren wir die brisanten Befunde aus drei aktuellen jenem Studien. Wenn dich peer reviewt archäogenetisch interessiert, abonniert den Kanal. New Studien geht watch fundiert erklärt und Sensations geheb. So was die warum dieser von die akademisch Welt executete Müssen was chest begriffen was die Etrusker so insigatig machte. Zwischen dem nannten und dem ersten Jahrhundert vor anseher Seeträgen beherrscht dieses Geheimnis wohl Volk groß, Teil des heutigen Italiens. Sei Borten beeindruckend, studiert mit Oschikel gelten Kanalisationssystemen. Gossen Bronzeskulpturen von einer Qualität, die selbst die Griechen bewanderten. Und schrieben in einer Sprache, die bis heute natürlich in Schlitterselt ist. Die Roma Burnham später ihre Architekten, ihre Quartiere, sogar die Form ihrer Buchstaben. Und doch wussten die Roma selbst nicht, woher dieses Volk eigentlich stammt. Bereits der griechische Geschichtsschreiber Herodot stellte vor 2400 Jahren ein Juni. Behauptung? Auf. Schrieb, dass die Etrusker ursprünglich aus Lydien kämen, eine Region im heutigen westlichen Anatolien. Ein Hungersnot heb sie gezwungen, ihr Heimat zu verlassen, woraufhin sie über das Mittelmeer nach Italien segelten, und der Antikautoren widersprechen ihm. Der Historiker Dionysius von Halicarnas war besagt, dass die Etruskern immer in Italien lebten, ihn eigensten Dinges Volk und Migrationsgeschichte. Diese beiden Theorien standen sich fast 2500 Jahre lang an vers hinlich gegenüber, bis die moderne Genetik kam und die Frage elaltig beantworten sollte. Die erste Großstudie wurde im September des Jahres 2021 in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht. Ein internationales Team unter der Leitung von Cosmopos vom Max Planck Institut für Menschheitsgeschichte analysiert das Ergebnis von 32 Individuen aus sehr archäologischen Städten in der Toskana an den Leichen. Die Noken stammten aus einem Zeitraum von 800 Jahren vor unserer Zeitrechnung bis ins erste Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. Die Forscher warteten natürlich Spuren zu finden. Gleichzeitig war Herodots Theorie über so ein Jahrtausend lang die populärste Erklärung. Dort, wo sie tatsächlich entdeckten, brachte das gesamte Modell ins Wanken. Die Etrusker sägten genetisch kein messbar Verbindung zur natürlichen Population in der Eisenzeit. Stattdessen wären sie genetisch fast nicht von ihren italienischen Nachbarn der Latiner zu unterscheiden. Also von jenem aus dem später die Roma hervorgingen. Die Forscher fanden eine genetische Mischung aus drei Hauptkomponenten. Etwa 64% ihrer Wurzeln stammten von Frauen in Europa, Bauern aus der Jungsteinzeit. Weiter 30% von Steppenhütten aus dem Jamnaja, Kulturkreis Emnerodlik die Schwarzen Meers, und ein kleiner Anteil von westlichen Jägern und Sammlern. Diese Zusammensetzung war praktisch identisch mit der genetischen Signatur der Frau Roma. Herodots Migrationstheorie schien damit widerlegt. Und dort bleibt ein entscheidende Frage offen. Wenn die Etrusker genetisch ihr Nachbarn waren, warum sprachen sie ihn wie an der Sprache? Das Etruskisch gewartet nicht der indogermanischen Sprachfamilie. Es ist verwandt mit keiner inzigen gesprochenen in europäischen Sprache. Linguisten haben jahrhundertelang versucht, die Wurzeln dieser isolierten Sprache zu finden. Vergeblich. Und her wird es archäogenetisch wirklich spannend. Ein kleine, aber statistisch signifikante Minderheit der unter solchen Individuen seit schlicht genetische Spuren aus dem östlichen Mittelmeerraum. Nicht aus Anatolien direkt, sondern aus einer Region, die heute als der Nähe Osten bezeichnet wird. Die Spuren waren so schwach, ein Massmigration zu belegen, aber so deutlich, sie zu ignorieren. Die zweite Studie aus dem Jahr 2023 ging tiefer.
Ein Forschungsteam der Universität Florenz analysiert mitochondrial DNA. Also gene sagt dieses schließlich von der Matter weitergegeben wird. Von 111 etruskischen Skeleton. Die Ergebnisse offenbarten ein faszinierendes Muster. Die mit liken Linienseiten ungeheuerlich viel Haplogruppen die sonst hauptsächlich im nordlichen Mittelmeerraum vorkommen, insbesondere die Haplogruppe U7 und seltenante Varianten der Haplogruppe H. Diese Linien deuten auf einen Genfluss, hinter nicht aus einer einzigen Welt stammt, sondern aus mehreren kleinen Migrationsbewegungen über Jahrhunderte hinweg. Es schien als echt H-Händler, Zifferer anwilligte ganze Familienverbe, und immer wieder den Weg von Osten nach Italien gefunden. Ließ kontinuierlich fast unsichtbar im großen Bild. Doch die wirklich erschütternde Entdeckung kam aus der dritten Studie. Im Frühjahr 2024 veröffentlichte ein Team, den Genetiker David Caramelli analysiert das Bild erneut kompliziert. Sie hatten Y-Chromosomen, also wie täterliche Linien, von 78 männlichen etruskischen Individuen sequenziert. Und hier fanden sie etwas, das niemand erwartet hat. Einzelten wie täterliche Haplogruppen namens JP2 in einer H, effektiv auf die in keiner anderen italienischen Population diese Seed dokumentiert war. Diese Linie ist heute am Issue fixen im Kaukasus, im nordlichen Iran an den bestimmten Regionen der Levante zu finden. Prozent im etruskischen Genpool war kein Zufall. Die Forscher rekonstruierten ein neues Modell. Die Etrusker waren in ihrer demografischen Mehrheit indigen Italiker, genetisch verwurzelt in den frühen Bauernkulturen Mitteleuropas und den Steppe-Migrationen der Bronzezeit. Aber ein klein kulturell und vermutlich politisch dominanter Elite trug genetisch Marker, die auf Verbindungen zu einer hauslichen Bevölkerungsgruppe hindeuteten. Eine Gruppe, die nicht in den klassischen Geschichtspeichern versichert ist. Diese Elite nimmt die Sprache, religiöse Praktiken und kulturelle Institutionen mitgebracht haben, ohne die genetische Zusammensetzung der breiten Bevölkerung wesentlich zu verändern. Es war keine Eroberung im militärischen Sinn, sondern ein kultureller Benehmen von oben. Doch waren diese Menschen. Beginnt die eigentlich geistergestichtet. Die genetischen Marker passen nicht eindeutig zu einem bekannten antiken Volk. Sie spüren die in terraneratischen, heutischen und sogarinigen mittellässirischen Populationen gefunden wurden. Aber kein dieser Gruppen erklärt das vollständig die genetische Profil. Einige Wissenschaftler vermuten dann, dass es sich nach einer bisher nicht identifizierten Ziffer Kultur handelt. Die zwischen dem führen Fieten, an dem sind in Jahrhundert war anser sie Treknang das östliche Mittelmeer beherrschte, an deren Spuren im sogenannten Bronzekollaps verschwunden, an der Schlägen war es chaot enten die Bälle der Mysterie sensiv locker Jusen sehen, Generalines von Pionen daran, und Migranten die des ägyptischen Reich erschüttert und mehr Hochkulturen so vollbracht. Es gibt sogar eine noch radikale Hypothese, die in akademischen Krisen vorsichtig diskutiert wird. Williten stammten diese Eliten einer Hafenkultur, und der Chaos des heutigen endrodlichen Syriens oder Libanons, deren sie ditet im großen Kollaps am Sidebrula fandet, wo unsere Seetrecknung zerstört wurden, und deren Berlebendes sich auf Schiffen westwärts retteten. In Valerin Civilisation die offiziell nie als eigenständiges Volk anerkannt wird, weil sie keine Inskriften hinterließ. Nur Genmarker in den Nokien ihrer Nachfahren 1000 Kilometer entfernt. So basieren diese in der Kangen wissenschaftlich auch sind. Wirtschaftlichen Folgen sind weitreichender als die müssen Menschen ernähren. Der globale Markt für genetische Abstammungstests hat im Jahr 2024 ein Volumen von etwa 3,2 Milliarden Euro und so laut Grandview Research bis zum Jahr 2030 auf über 9 Milliarden Euro anwachsen. Studien wie die etruskische Genomanalyse sind dabei keen, rein grundlegend Forschung. Sie sind die Rohstoff einer ganzen Industrie. Unternehmen wie MyHeritage, Living DNA und das schweizerische DNA bieten Testpaket und da ihren Kunden ein angeblich etruskische oder kaukasische Abstammung zertifizieren, das sogenannte Etrusker.
Testbei eigeni kostet etwa 400 Euro an die. Nachfrage steckt mit jeder neuen Schlagsau. Dort der eigentliche Juden liegt nicht im Verkauf der Tests, sondern in den Daten, die sie generieren. Jeder Kunde, der jeden Speechelin sendet, liefert ihn wohlst ein DJ-Sehr-Gut-Profil. Ein Wort wohlst Gott das in anonymisierte Formen Pharmakonzern weiterverkauft wird. Im Jahr 2014 schloss das Unternehmen 23andMe einen Kooperationsvertrag mit dem britischen Pharmariesen Glaxos mit kleinem Wort von $300 Millionen bei. Allein verdienen Zugang zu Genomdaten. Antike Population way die Etrusker liefern dabei den wirklichsten für modern Risikoprofil, wo die alte DNA besitzt, kontrolliert auch die Diagnostik der Zukunft. Auch der Tourismussektor profitiert massiv. In der italienischen Toskana ist seit 2021 ein regelrechter Archäotourismus-Boom entstanden. Das italienische Kulturministerium meldet vor 2023 einen Anstieg der Besitzerzeln in etruskischen Nekropolen am 28%. Reisepakete unter dem Namen auf den Spuren der Etrusker wurden für bis zu 4.000 Euro pro Person verkauft und Hotels in Servatiri und Tarquinia haben ihr Preis in der Hauptsaison über 40% angehoben. Im pharmazeutischen Sektor eröffnen die etruskischen Genom neue Forschungsfelder. Mehrere genetische Varianten, die bei den antiken Etruskern gefunden wurden, sind mit modernen Erkrankungen wie der Hashimoto-Chromatose assoziiert und helfen Pharmaunternehmen bei Medikamenten präzise aufbestimmt, wie wir Lockerungsgruppen absustimen. Der Markt für personalisierte Medizin lag 2024 bei etwa 470 Milliarden Euro. Weltweit. Antike Genom sind der Bekin Kuriosität, der Vergangenheit, sondern strategische Ressourcen der Gegenwart. Geschichte ist nicht, was in Büchern steht, sondern was in unseren Seelen geschrieben ist. Abonniert den Kanal für Peer, reviewte Archäogenetik. Fundiert, ehrlich und sensationsgehebt.